Hallo meine Freunde und wir sind wieder dabei bei der nächsten Folge von Nobby's Kochstunde und wir machen heute ein berühmtes Dessert bzw. Nachtisch und zwar Panna Cotta. Was heißt Panna Cotta? Das heißt gekochte Sahne auf Deutsch. Also eigentlich ganz einfach. Wir nehmen 500 Milliliter Sahne, geben die in einen Kochtopf hinein und lassen sie aufkochen. Ich rühre natürlich immer wieder kräftig durch, damit die Sahne nicht am Kochtopfboden anbrennt. Und für den Geschmack nehmen wir Zucker. Da nehme ich 70 Gramm Puderzucker. Der löst sich dann allmählich in dieser erwärmenden Sahne auf. Parallel dazu können wir schon mal das Gelatinepulver anrühren. Da nehmen wir 5 Esslöffel Wasser, geben die in eine Schüssel und geben das Pulver, das Gelatinepulver hinzu. Die Gelatine wird dann aufquellen durch die Aufnahme des Wassers. Wie schon gesagt, wir lassen die Sahne kurz aufkochen und stellen den Herd aus. Danach geben wir die Gelatine hinzu, die muss sich auflösen. Wir geben die Gelatine nicht in die kochende Sahne. Ganz wichtig, der Herd muss aus sein und die Sahne darf nicht mehr kochen. Gut vorbereitet haben wir bestimmt uns schon die Gläser besorgt, indem wir nachher die Panna Cotta, sprich die Sahne, abfüllen. Denn nachdem sich die Gelatine in der Sahne dann aufgelöst hat, werden wir das Ganze in Gläsern abfüllen. Wer möchte, kann natürlich auch andere Behälter verwenden. Da ich dann auch meistens ein Topping drauf gebe, fülle ich die Gläser natürlich nicht komplett auf, sondern lasse noch Platz für das, was ihr nachher später drauf machen wollt. Was mache ich drauf hier jetzt? Ich nehme jetzt mein Holunderblütengelee und gebe ein wenig davon drauf. Das Holunderblütengelee ist sehr kräftig im Geschmack und deswegen gebe ich nur ein bisschen drauf. Damit sich das Gelee aber nachher schön verteilt und glatt wird, erhitze ich es ein wenig, sodass es flüssig wird wieder. Dann verschließen wir die Gläser, dafür habe ich natürlich die passende Deckel und gebe das Ganze in den Kühlschrank. Am nächsten Tag kann ich dann dieses leckere Panna Cotta Dessert probieren. Ich würde einfach mal empfehlen, ihr probiert diesen leckeren Nachtisch und berichtet mir, wie es geworden ist. Ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge natürlich wieder dabei sein würdet. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und bleibt am Ball.